herzlichst willkommen bei Lady Natschi. Montag 18 Uhr. Du bist da, ich bin da. Oh, das ist echt wunderbar. Aber weißt du, das ist unser erstes gemeinsames Kochen heute. Hörst du auch mein Herz schlagen? Oh, ich bin so aufgeregt. Ja, also, das ist heute vegan-vegetarisch, Eiweiße, eine leichte Süße, rauchiges Aroma, preiswert und kann jeder nachkochen. Du brauchst keine besonderen Kochskills. Und bevor ich jetzt alles vergesse, würde ich sagen... Als erstes schnappst du dir die Süßkartoffeln. Die sind gewaschen, jedoch bitte nicht geschält. Und zerteilst die in kleine mundgerechte Stücke. Das Ganze geht dann ab in die kochend heiße und bitte nicht gefettete Pfanne. Warum? Du möchtest ein Smoky Barbecue Aroma erreichen und dazu müssen wir die Süßkartoffeln von allen Seiten schön rösten und nutzen etwas, was in dieser Kartoffel ist, und das ist der Zuckergehalt, denn wir werden gleichzeitig die Süßkartoffel auch noch ein wenig karamellisieren. Solltest du eine Koch- oder Grillpinzette haben, dann nimm diese sehr gerne zur Hand und fisch dir, wie du hier bei mir siehst, die einzelnen Stücke heraus und drehe sie so, damit wirklich von allen Seiten ein bisschen Röstaroma hinzukommt. Dann schwenken wir rüber zu den Zwiebeln. Ich nehme sehr gerne rote Zwiebeln, bist du aber auch, wie gesagt, frei in deiner Wahl. Schneide sie in kleine, auch ebenfalls mundgerechte Stücke. Ich mache sehr gerne hauchdünne Scheiben und auch die kommen dann in die kochend heiße Pfanne, immer noch ohne Fett. Das Ganze wird zusammen weiter angeröstet. Jetzt kommen die Gewürze ins Spiel. Ab in die Pfanne, unterheben, kurz mit rösten, aber bitte wirklich nur kurz. Und dann schon das Fett bereithalten. Ich nutze Ghee. Nimm dir, was immer du möchtest zum Anbraten, nur es muss bitte für eine hohe Temperatur geeignet sein. Ja, und wenn du das gemacht hast, dann kommt die Barbecue-Soße in die Pfanne. Auch kurz unterheben. Und dann relativ zügig die Bohnen hinzufügen. Ja, du siehst richtig, ich nehme das mit der Flüssigkeit. Dann noch die Tomaten aus der Dose. Alles wunderschön miteinander vermengen. Du wirst schon einen Geruch in der Nase haben. Der verleitet fast dazu, das Löffelchen zu nehmen und zu probieren. Aber wir sind ja standhaft und warten. Der Garprozess wird so circa dauern 25 bis 40 Minuten, je nach Süßkartoffel. Probier einfach nach 20 Minuten den Piekstest und sobald du reinpieksen kannst und das Söschen so richtig schön sämig, cremig ist, ein wenig einreduzieren. Können wir schon mit dem Essen starten. Aber da sind wir ja noch nicht, denn da kommt ja noch so eine kleine Überraschung auf das Essen. Ahnst du schon was? Hier ist die Auflösung. Das kennen, glaube ich, fast alle. Baguettebrot schon fertig vorgeschnitten
Und da drin befindet sich Kräuterbutter oder Knoblauchbutter. Nein, ich werde das jetzt nicht im Ganzen in einen Ofen schieben, sondern ich hätte gerne Knoblauchbutter gehabt, hatten die nicht mehr. Also trickse ich ein bisschen. Ich zerteile das Brot. Ich brauche nur eine Hälfte davon. Die andere Hälfte geht zurück in den Kühlschrank. Und dann werde ich jetzt dieses Brot in kleine Stücke zerteilen und mit der Knoblauchzehe bei mir ab in den Thermomix. Du nimmst irgendeinen Mixer. Hast du gar keinen Mixer? Ja, dann guck, dass du das Brot in ganz viele kleine Stücke geschnitten kriegst. Am liebsten ist eigentlich so Paniermehlgröße. Ja, dann geht das in die Pfanne und dann röstest du das an. Das ist ein Geruch. Kriege ich schon wieder Hunger. Ja, und dann ist eigentlich Anrichten angesagt. Den Piekstest hast du gemacht. Die Süßkartoffeln sind gar. Und dann würde ich sagen, 1 oder 2 Schöpfkellen voll ab in den Teller. Die, ich würde jetzt ja eigentlich sagen, saugeilen Crunchies obendrauf. Löffel in die Hand und dann genieße. Einfach nur Genuss. Guten Appetit. Tja, jetzt haben wir doch tatsächlich das erste Mal zusammen gekocht. Ich hoffe wirklich, dass es dir schmecken wird. So, und jetzt etwas, was ich bisher noch nicht gemacht habe, in all meinen anderen Videos. Da du mir ja ein treuer Begleiter bist und mir deine wertvolle Freizeit schenkst, würde ich mich an dieser Stelle wirklich über ein Abonnement freuen, über einen Daumen hoch und ganz toll, das ist mir eigentlich noch fast mit am wichtigsten, wäre mir ein Kommentar. Wie hat es dir gefallen? Ist die Musikauswahl für dich richtig? Welches Thema vermisst du? Sind die Aufnahmen so, wie ich sie vom Essen mache, für dich toll oder brauchst du einen anderen Blickwinkel? Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ja, und dann jetzt noch so ein paar Infos zu dem Essen oder was ich mir dabei gedacht habe. Süßkartoffeln ist für mich einmal ein sehr spannendes Produkt, je nachdem, was man damit machen möchte. Nicht nur, weil es einen süßlichen Geschmack hat, das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, welche Süßkartoffel du nimmst. Die gibt es ja in verschiedenen Farben, orange, weiß, lila. Da solltest du dich vielleicht einfach mal so durchprobieren. Aber sie hat auch unheimlich viele gesundheitliche Vorteile, denn sie ist reich an Ballaststoffen, an Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien. Also da steckt richtig viel drin. Soll auch helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Ja, dann bei den Bohnen. Das ist natürlich das Pflanzenprotein überhaupt. Hat einen wahnsinnig hohen Gehalt an Eiweißen, an Ballaststoffen, an Vitaminen, an Mineralien. Das heißt, es ist eine Quelle für Eisen, Magnesium, Phosphor, Kalium, B-Vitamine. Und spannend ist dabei eben, du hast ziemlich schnell ein sehr gutes Sättigungsgefühl. Und je nachdem, welche Sorte an Bohnen du nutzt, die sind alle einzigartig in ihrem Geschmack. Und ich finde es wahnsinnig spannend, diese Kombination auszuprobieren. Ja, und bei der Tomate, das ist so für mich so dieser kleine Zusatz, leicht säuerlich, auch minimal süßlich, hat auch ganz viel Vitamin C, Kalium, Folsäure, Vitamin K. Also da steckt auch vieles drin. Ja, die Kombi ist für mich insgesamt lecker. Es ist Ernährungsmedizin. Dann kommen noch die Gewürze hinzu. Du wirst vorne gesehen haben, und das schreibe ich dir aber auch in die Rezepte noch rein. Ich nehme unter anderem auch Misopaste
Musst du nicht nehmen, da ich aber sehr gerne asiatisch koche. Für mich ist Miso-Paste ja so das i-Tüpfelchen der Gewürze obendrauf. Gibt es in einem kräftigeren Geschmack, das wäre die dunkle oder die etwas sanftere Vertreterin, das ist die helle Miso-Paste. Bei dem Ghee, das Fett, was ich zum Braten nehme, das ist geklärte Butter. Da kannst du in jeder Temperatur mit arbeiten. Für die Vegetarier, da nehmt bitte irgendein Öl. Es soll nur bitte auch, wie ich schon im Video gesagt habe, für jede Temperatur geeignet sein. Ja, und dann mein absoluter Gamechanger, mein kleines Topping, das Brot. Ich weiß natürlich, dass es so 1 oder 2 Zuschauer gibt, die haben eine Glutenunverträglichkeit. Mir geht es bei diesem Brotspiel nur darum, dass du eine andere Textur auf dem Essen hast. Das schmeckt einfach wahnsinnig gut. Dann nimm stattdessen geröstete, ungesalzene Erdnüsse. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und dann hast du alles, was du brauchst. Ja. Und dann würde ich sagen, geht einkaufen und kocht nach. Genießt es. Es ist wirklich lecker. Du kannst es als Meal Prep nutzen. Am nächsten oder übernächsten Tag aufwärmen. Für alle, die gerne Fleisch essen, kannst du das auch als Beilage nutzen. Also du kannst wirklich alles damit machen. Von daher ein Schmackofatz-Gericht für jeden. Und dann würde ich jetzt sagen, wir sehen uns am Mittwoch zu einem sehr kurzen Video, aber wir sehen uns. Und ich weiß ja, du freust dich auf mich und ich freue mich auf dich. Tschüss!